Die Klangfabrik der deutschen Firma Klang ist technisch gesehen ein Gerät, in dem ich Signale auf digitalem Wege hereinschicke. Ich kann das skalieren in Sachen, wie viel Outputs ich habe. Das Gerät kann maximal 8 Musikern mit Stereo-Mixen versorgen. Oder eben auch, ich kann es auch softwaremäßig umschalten, natürlich auf Mono und 3D. Das muss ich vorher konfigurieren, wie viel Inputs und Outputs das ich brauche. Und dann schicke ich die Signale rein und habe dann hier in dem Fall über WLAN ein iPad angeschlossen, mit dem ich das ganze Gerät steuere. Ich kann Signale einfach nur in den Kopf legen, was dann normal Stereo wäre, oder eben auf einen äußeren Ring. Und da kann ich die dann mit dem Finger da hinschieben, wo sie hin sollen, Stereosignale auseinanderziehen und das Ganze dann auch in der Höhe ein bisschen verschieben. Und somit kann ich individuelle Mixe erstellen für die jeweiligen Musiker. Und es erleichtert mir das Arbeiten doch sehr. Und es ist im Ganzen, finde ich, immer für die Musiker wesentlich entspannter zum Hören. Gerade wenn es so über eine längere Distanz geht, über 1,5 Stunden oder so. Da ist das schon, finde ich schon sehr von Vorteil. Grundsätzlich haben wir hier die Federoberfläche. Also ich gebe dann mein Signal drauf und mache es weg, schiebe das Ganze irgendwie nach links und rechts. Wie gesagt, wir haben jetzt hier 32 Kanäle, die wir reinschicken. Und die kann ich im Setup als Stereo- oder Monokanäle anlegen. Das ist ganz egal. Und ich habe mir die in Gruppen gebaut. Und dann kann ich dann einfach in 0,5er Schritten Drums lauter, leiser, wie ich sie mir halt reinlege an Kanäle, die ich mir reinziehe. Und hier wäre das Ganze in der Kopfansicht. Das heißt, das ist das Gesicht und da ist die Nase. Und alles, was in dem Kopf drin ist, ist faktisch gesehen Stereo. Und alles, was auf dem Außenring drauf ist, ist diese 3D-Geschichte. Sieht im Moment sehr unübersichtlich aus. Ich kann aber hier dann sagen, ich möchte nur die Drums sehen. Und dann habe ich jetzt meine Drumkanäle und schiebe mir die dahin, wo die hinwollen. Und ich kann das Ganze noch in der Höhe nach oben und unten ziehen. Was ich natürlich dann hier zum Beispiel bei der Snare immer mal gerne angleiche. Oder bei den Gesängen. Wenn dann, das ist für mich ein Riesenvorteil, wenn es dann heißt, ach, mein Gesang ist heute ein bisschen dumpf, dann ziehe ich den einfach hier ein bisschen hoch und die Welt ist in Ordnung und ich muss keinen Filter irgendwie am Puls setzen und zerstöre in Anführungsstrichen damit andere Mixe, sondern ich kann das individuell für jeden Mix machen. Also es ist für mich nochmal eine weitere, in Anführungsstrichen, Matrix, auf der ich nochmal aufbauen kann. Bei uns das große Thema ist natürlich Dante. Das heißt, wir schicken alle Signale irgendwo früher oder später in ein wunderschönes Dante-Netzwerk. Und das kommt dann alles gebündelt da unten an, wird von da auf diverseste Systeme verteilt, geht teilweise über Focusrite, RedNets wieder auf der Bühne raus, um Monitorwege zu versorgen oder diese Rüttelplatten eben. Und ich binde natürlich dann auch so in meinem Setup dank der CL-Konsole von Yamaha über Dante eine Klangfabrik der Firma Klang ein. Wir schicken zum Beispiel, ich glaube, 15 Schlagzeugkanäle hier an mit noch Klick und allem drum und dran. Die kommen in die Rio rein, geht alles aufs Dante-Netzwerk. Teilweise haben wir Zuspieler in Ableton, auch im Hintergrund zu sehen. Die gehen natürlich über die virtuelle Soundcard direkt in das Dante-Netzwerk rein. Wird teilweise vorne vorgemischt, kommt hier dann in Gruppen wieder zurück aufgrund der geringen Kanalzahl oder der geringeren Kanalzahl des CL1. Vorne haben wir ein CL5 der Firma Yamaha. Und zum Beispiel das Keyboard geht auch direkt über die virtuelle Soundcard direkt dann hier ins Netzwerk rein und wird dann hier alles verwaltet. Ich erstelle hier meine Mixe, schicke dann 32 Kanäle auf die Klangfabrik, schicke die Mixe übers Dante wieder raus aufs Pult und schicke das dann auf die In-Ears drauf. Das heißt, ich mache die komplette Mixe, erstelle die kompletten Mixe hier. Der Riesenvorteil der Klangfabrik ist für mich die Verteilung der Signale und ich kann ja auch Signale nach oben und unten schieben und somit Geräte oder Signale, die jetzt eher nur zu einer Information dienen, eher nach hinten packen und dass das nicht ganz so ein bisschen im Weg ist und dann hat man ein bisschen mehr Platz für die Stimmen. Das macht dann doch schon sehr, sehr viel aus. Also das ist für mich dann tatsächlich der Riesenvorteil an der Klangfabrik, dass ich die Stimme viel weiter nach vorne kriege, alles was ein bisschen nerven kann, mal ein bisschen auf die Seite rechts, links und nicht nur dann so ein bisschen rechts, links, sondern eben nach oben, unten, Snare ein bisschen angleichen von der Höhe her und so weiter und habe dann eben auch meine Gruppen drauf, kann dann auch mal schnell eine komplette Schlagzeuggruppe hoch und runter ziehen, irgendwie 1, 2 dB mit 1, 2 Fingern tipsen und
Das erleichtert mir das Arbeiten doch ungemein. Im Moment hängen jetzt 2 Musiker drauf, weil die 2 eben Stereo-Mix generell empfangen. Und das ist der Gitarrist, der Nico, der ist vertraut mit dem Gerät, weil er einen der Mitarbeiter sehr gut kennt. Und der war dann gleich so, ja, lass uns doch das mal probieren. Ich war zuerst so ein bisschen, naja, ich weiß nicht. Und dann haben wir aber mal angeklemmt bei einer Produktionsprobe. Und da war eigentlich alles schick. Und da hatte ich dann auch unsere Sängerin, die Caro, dann drauf. Und dann hatten wir irgendwie mal 1, 2 Shows, wo es ein bisschen komisch dann war, weil andere Bühnensituationen und so weiter und so fort. Und während der Tour habe ich jetzt wieder umgestellt und ihre Reaktion war immer nur, dass sie dann täglich gekommen ist, oh, heute war super und es wird immer besser und es ist toll und sie wusste aber gar nicht genau, was passiert. Und das ist für mich aber genau dann die Aussage, die ich auch brauche. Das war ja anfangs meine Angst, darum habe ich das ja auch so ein bisschen abgelehnt. Ne? Man sieht irgendwie mal die Werbung auf Facebook und sagt, oh nee, nicht nochmal so ein Ding. Aber ich habe mich da ein bisschen mit befasst, mit den Entwicklern ein bisschen geredet und dann hieß es schon, also ohne einen Typ, der das wirklich einrichtet und sagt, da geht mir jetzt mein Signal rein und da geht es wieder raus, bist du erstmal ein bisschen aufgeschmissen, in Anführungsstrichen. Ich glaube nicht, dass es ein Jobkiller wird, weil es muss natürlich auch beschickt werden. Und es macht meines Erachtens keinen Sinn, ein pures Signal aus dem Netzwerk darauf zu schicken, sondern ich schicke die Signale mit Direct Outs raus aus dem Pult, die sind dann vorprozessiert teilweise mit Wave Soundgrid Plugins und dass das halt alles irgendwie Sinn ergibt. Weil ich denke, jetzt ein pures Schlagzeugsignal da drauf wird man im Endeffekt nicht glücklich werden. Also es ist nicht so ein Ding, ja, schmeißen wir mal irgendwo hin, klemmen ein Kabel dran und ab geht die Luzi, sondern da muss vorher schon ein bisschen was passieren, dass das Ganze wirklich Sinn ergibt.